Fahrradfahrer. Diese seltsamen Wesen, die sich zwischen Autos und Fußgängern durchquetschen, rote Ampeln ignorieren und dann auch noch denken, sie retten den Planeten. Sie bremsen Autofahrer aus und erschrecken Fußgänger und zahlen nicht einmal Kfz-Steuer. Aber weißt du, was das Schlimmste ist? Fahrradfahrer sind schlecht für die deutsche Wirtschaft. Ein Autofahrer ist für die Wirtschaft ein echter Segen. Jedes Jahr zahlt er für Benzin, Versicherungen, Werkstatt, Ersatzteile und Steuern. Im Schnitt rund 5.000 bis 6.000 Euro. Bei 45 Jahren Berufstätigkeit kommt man hierbei auf stolze 225.000 bis 270.000 Euro. Und dabei habe ich noch nicht einmal die Inflation einberechnet. Ein Fahrradfahrer dagegen, der tankt höchstens Kaffee. Und auch das meistens zu Hause. Kein Benzin, kein TÜV, kein Ölwechsel. Und wenn was quietscht, hilft meistens ein Tropfen WD-40. Im Schnitt kommt ein Fahrradfahrer auf die Kosten von rund 500 Euro pro Jahr. Im Vergleich zum Autofahren verliert die Wirtschaft so 225.000 Euro Umsatz. Für die Autoindustrie, Werkstätten, Tankstellen. Das ist ein wirtschaftlicher Totalschaden. Und als wäre das nicht genug, Fahrradfahrer leben auch noch länger. Durch Bewegung sinkt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sie leben im Schnitt 2 bis 3 Jahre länger. Klingt schön, bis man sich klar macht, dass das 2 bis 3 Jahre mehr Rente sind. Bei etwa 1.500 Euro im Monat sind das gleich 36.000 bis 54.000 Euro, die der Staat zusätzlich zahlen muss. Der Radfahrer spart der Wirtschaft also Geld und kostet den Staat obendrauf noch mehr. Ein echtes Multitalent. Stell dir vor, du bist Arzt, arbeitest hart, rettest Leben. Und dann kommt er, ein Radfahrer. Er fährt jeden Tag zur Arbeit, bei Sonne, Wind und Regen. Kein Übergewicht, kein Bluthochdruck, kein Diabetes. Er isst Gemüse, schläft gut und taucht einfach nie in deiner Praxis auf. Für ihn brauchst du keine Pillen, keine Spritzen, keine Reha. Er ist das Schreckensgespenst jeder Pharmaaktie. Denn was ein gesunder Mensch spart, fehlt als Umsatz im Gesundheitssystem. Im Schnitt rund 850 Euro pro Jahr weniger. Kein Cholesterinsenker, keine Schmerztabletten, keine OP. Über ein Berufsleben sind das über 38.000 Euro, die der Wirtschaft entgehen. Und wenn Millionen Menschen aufs Rad steigen, verliert das System Milliarden. Milliarden, die sonst in Medikamente, Behandlungen und Wartezimmer geflossen wären. Aber weißt du was? Das ist vielleicht das schönste Minus der Welt. Denn Radfahrer nehmen der Krankheit den Umsatz und schenken dem Leben ein paar gesunde Jahre. Kein Kassenbon kann das aufwiegen. Nur das Gefühl, frei zu atmen, während andere noch im Stau stehen. Also, fassen wir mal zusammen. Wer mit dem Fahrrad statt mit dem Auto fährt, kostet die Wirtschaft jedes Jahr rund 5.000 Euro weniger. Tankstellen, Werkstätten und Versicherungen bleiben auf ihren Rechnungen sitzen. Durch die längere Lebenserwartung kommen nochmal bis zu 54.000 Euro Rentenzahlung dazu, die der Staat mehr als stemmen muss.
Und das Gesundheitssystem verliert im Laufe eines Lebens weitere 38.000 Euro, weil Radfahrer seltener krank werden, weniger Pillen brauchen und kaum Wartezimmer kennen. Macht zusammen also 317.000 Euro, die ein einziger Mensch der Wirtschaft entzieht, nur weil er sich bewegt. Verrückt, oder? Doch vielleicht liegt genau hier der Punkt. Wir haben uns so daran gewöhnt, Krankheit und Verbrauch als Wirtschaftskraft zu feiern, dass wir vergessen haben, worum es wirklich geht. Gesundheit bringt keine Rendite, aber sie schenkt uns Zeit. Zeit mit unseren Kindern, Zeit zum Atmen, Zeit, die Welt auf zwei Rädern zu erleben. Und genau das ist der Kreislauf, den wir durchbrechen müssen. Der Teufelskreis aus mehr Konsum und mehr Wachstum. Jeder Tritt in die Pedale ist ein kleiner Akt der Rebellion. Gegen Stau, Stress und gegen die Idee, dass Glück immer Geld kosten muss. Also, steig aufs Rad, nicht um die Wirtschaft zu retten, sondern dich selbst. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du glaubst, dass wir über unsere Wirtschaft vielleicht neu nachdenken sollten, dann abonniere den Kanal, denn hier geht es um mehr als Zahlen. Hier geht es um Menschen, Ideen und um Veränderung.